das Glöckchen, dann ich lasse es, es ist vorbei. Hi ho und willkommen bei mir zu Hause. Heute gibt es ein Großprojekt und zwar nähe ich eine große Sporttasche oder aber einen Weekender. Gewünscht haben sich das Sabine Schug und Yvonne Top-Hinke. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, wenn nicht, verbessere mich. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich habe mal wieder in meine Restekiste reingegriffen und habe meine Kunstlederreste verarbeitet und hier oben, das war mal eine alte Jeans. Und jetzt muss ich auf meinen Spickzettel drauf gucken. Die Tasche ist 46 cm breit, 28 cm tief und 24 cm hoch. Die kann man hier so an diesen zwei Tragegurten einfach in der Hand tragen oder aber mit dem Schultergurt hier über die Schulter tragen. Den kann man aber auch abmachen. Dies ist hier nur mit so Karabinern befestigt. Und dann habe ich noch gefunden und habe mich da auch sofort rein verliebt, einen in Regenbogenfarben schimmernden Endlosreißverschluss. Und den habe ich hier verarbeitet und das ist wirklich das i-Tüpfelchen bei der Tasche. Ich packe euch den Link mal unten in die Infobox rein. Diesen Samstag fahre ich ja auch auf die Messe nach Wiesbaden und ich bin auch schon total aufgeregt. Wer weiß, mit wie vielen neuen kreativen Ideen und Stoffen ich auch nach Hause komme. Also ich werde mir schon einige Taschen einpacken müssen und vielleicht sehe ich ja auch den einen oder anderen von euch. Und man kann ein bisschen plaudern. Ich möchte ja auch so ein Follow Me Around drehen. Und also auf Instagram, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seid ihr auf jeden Fall up to date. Ich packe euch meinen Instagram-Link auch unten in die Infobox rein. So, und ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Jetzt geht's los. Die Maße und Materialliste findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und bei beiden Stoffteilen B müsst ihr an den unteren Ecken ein jeweils 13 x 13 cm großes Stück rausschneiden. Und bei beiden Stoffteilen A müsst ihr an den oberen Ecken ein jeweils 13 x 13 cm großes Stoffstück herausschneiden. Dann nehme ich mir ein Stoffteil A, so, seht ihr das? Also ein Stoffteil A, ermittle mir hier unten an der langen Seite die Mitte, dazu einfach einmal in der Mitte knicken, etwas fester hier falzen, aufmachen, dann sieht man hier noch eine Linie und ich stecke mir da eine Hilfsnadel hin. So, dann hole ich euch mal etwas näher ran. Genau. Dann brauche ich jetzt ein Gurtband und zwar das Gurtband D, welches 70 cm lang ist. Und jetzt gehe ich 12 cm von der Mitte, lege das Gurtband hier an, stecke mir das fest und auch 12 cm in die andere Richtung. Wenn ihr das jetzt so hinlegt, müsst ihr aufpassen, nicht, dass ihr das Gurtband dabei verdreht. Also das muss gerade sein. Und jetzt nähe ich innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, hier 2-3 Mal drüber. Und genau dasselbe mache ich mit dem anderen Stoffteil A und mit dem anderen Gurtband auch. Nun lege ich das Gurtband gerade auf den Stoff auf, also nicht, dass es schief liegt, sondern gerade, und nähe das Gurtband 10 cm
an dem Stoff hier fest. Also ich nähe knapp kantig am Rand von dem Gurtband hier entlang. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite mit dem Gurtband auch und auch mit dem anderen Stoffteil und dem Gurtband. Also auch hier 10 cm festnähen. Nun lege ich mir das Stoffteil A mit der rechten Seite nach oben vor mich und dann nehme ich mir ein Stoffteil B. Das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten auf das Stoffteil A und das muss hier unten bündig anliegen und rechts und links bündig anliegen, stecke mir das fest und dann nähe ich mit einer Nahtzugabe von 1 cm vom Anfang bis zum Ende entlang. Und genau dasselbe mache ich mit dem anderen Stoffteil A und mit dem anderen Stoffteil B auch. Die beiden Stoffe klappe ich jetzt auseinander und die Nahtzugabe hier unten, die lege ich jetzt in Richtung Taschenboden, also in Richtung Kunstleder. Lege ich die hier rum und nähe die jetzt knappkantig hier auf dem Kunstleder vom Anfang bis zum Ende fest. Und wenn ich eine Ziernaht außen auf einem Stoff mache, nehme ich immer eine Stichlänge von 3,5. Und genau dasselbe macht ihr bei dem anderen Stoffteil auch. Und die Flieseline könnt ihr gleich auf beide Stoffteile C, also auf den Innenstoff, draufbügeln. Wenn euer Außenstoff kein Kunstleder ist, so wie bei mir, dann würde ich die Flieseline auf jeden Fall auf den Außenstoff draufbügeln. Wenn ihr gerne eine Innentasche haben möchtet, dann müsst ihr die jetzt aufnähen. Und dabei beachten müsst ihr nur, dass die Innentasche innerhalb dieses Bereichs aufgenäht wird. Weil das wird ja nachher einmal Taschenboden und Taschendeckel. Und wenn ihr zum Beispiel eine Außentasche haben möchtet, könnt ihr die auch hier jetzt noch aufnähen. Aber es muss halt auch in diesem Bereich sein. Und da gibt es ja die verschiedenen Arten von Taschen, die ihr da drauf machen könnt. Ihr könnt wie ich quasi einfach nur eine Bobbes-Tasche, ich verarbeite die immer noch ganz gerne, auf den Stoff aufnähen. Oder aber so eine Innentasche, die habe ich auch schon mal genäht. Und das Video dazu verlinke ich euch hier oben bei dem i. Und die könnt ihr dann zum Beispiel auch noch hier draußen aufnähen oder auch hier drinnen. Oder nur eine einfache Reißverschluss-Innentasche, je nachdem, was ihr gerne möchtet. Jetzt nehme ich mir ein Stoffteil C und das lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das hier ist meine Taschenoberseite. Dann nehme ich mir den Reißverschluss und den lege ich hier oben bündig an. Ich schneide mir meinen Reißverschluss immer etwas größer zu, dann kann ich den Zipper nachher aus meiner Naht rauslegen und muss beim Nähen nicht den Zipper hin und her schieben. Dann nehme ich mir einen Außenstoff und da habe ich mir das Gurtband einfach nur mit einer Stecknadel hier festgemacht, nicht dass ich das jetzt noch mit einnähe. Und das ist meine Taschenoberseite und den Außenstoff lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite von dem Innenstoff, lege den hier oben und hier rechts und links bündig an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen einmal vom Anfang bis zum Ende entlang. Die Stoffe klappe ich jetzt auf rechts und ziehe dann die beiden Stoffe vom Reißverschluss weg und nähe dann nochmal knappkantig hier oben vom Anfang bis zum Ende entlang, sodass beide Stoffe vom Reißverschluss weg fixiert sind. Nicht, dass mir dann beim Reißverschluss auf und zu machen von dem Stoff, was hier in die Zähnchen mit reinkommt. Jetzt nehme ich mir das andere Stoffteil C, also den anderen Innenstoff und lege den mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das ist die Taschenoberseite. Dann nehme ich mir mein gerade genähtes Außenstoff, Innenstoff, Reißverschlussteil und das lege ich auch mit der rechten Seite nach oben. Mit der Reißverschlusskante hier oben bündig an und auch rechts und links. Dann nehme ich mir
den anderen Außenstoff und den lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Hier oben bündig an und rechts und links bündig an, stecke mir das Ganze fest und dann nähe ich mit einem Reißverschlussfüßchen einmal vom Anfang bis zum Ende hier oben entlang. Auch auf der Seite ziehe ich beide Stoffe vom Reißverschluss weg, so dass sie schön davon weg zeigen und nähe dann auch noch mal knappkantig mit einem Reißverschlussfüßchen hier drüber. Jetzt brauche ich die beiden Gurtbänder E, die 10 cm lang. Und ich habe das vorhin noch vergessen zu sagen. Also mein Gurtband ist komplett aus Kunststoff und da senke ich mir die Enden immer mit einem Feuerzeug ab, sodass mir hier nichts ausfransen kann. Dann nehme ich mir einen D-Ring, den ziehe ich jetzt über das Gurtband drüber und dann klappe ich das Gurtband in der Mitte zusammen. Und lege es jetzt hier an das Ende von der Tasche mittig auf den Reißverschluss auf. So, jawohl. Und nähe jetzt innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm hier drüber. Und auf der anderen Seite, da müsst ihr aufpassen, dass der Zipper auf jeden Fall im Taschenraum ist. Und auch hier mache ich den D-Ring über das Gurtband drüber und lege ihn hier hinten an, so also dass der D-Ring in die Mitte von der Tasche zeigt. Das habe ich eben hier drüben auch nicht erklärt, ne? Genau, jawohl. Und nähe dann auch hier drüben innerhalb der Nahtzugabe das Gurtband fest. Vor dem nächsten Schritt ist es ganz wichtig, dass der Zipper auf ist, weil wir hier nachher durchwenden. Jetzt lege ich die Außenseite auf die Außenseite und die Innenseite auf die Innenseite. Und so seht ihr das, jawohl. Jetzt nähe ich auf der Außenseite hier das zusammen mit einer Nahtzugabe von 1 cm, die Unterseite und hier die linke Seite. Und auf der Innenstoffseite nähe ich hier die Seite zusammen, die rechte Seite und auf der Unterseite lasse ich mir eine circa 20 cm große Wendeöffnung. Aber die zwei Stücke hier, die nähe ich noch zusammen. Die Nahtzugabe auf der Innenstoffseite habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Nur hier bei der Wendeöffnung den Stoff, den habe ich nicht zurückgeschnitten. Bei der Außenseite habe ich meine Zickzackschere auch nicht benutzt, weil das ist ja Kunstleder und Jeansstoff. Das franzt jetzt nicht wirklich so aus. Jetzt müssen wir den Boden nähen. Und dafür greife ich hier in die untere Ecke von dem Innenstoff und ziehe den Stoff so auseinander. Und lege jetzt die Naht und die Naht direkt aufeinander. Dann lege ich die eine Nahtzugabe in die eine Richtung und die andere Nahtzugabe in die andere Richtung. Stecke mir das hier fest und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier drüber. Und genau dasselbe mache ich bei der anderen unteren Ecke vom Innenstoff und bei den beiden unteren Ecken vom Außenstoff auch. Also das ist diesmal wirklich viel Stoff untereinander die Maschine. Jetzt geht es an die Taschenoberseite. Und zwar greife ich da hier oben in die Öffnung rein und lege jetzt die Naht mittig auf den Reißverschluss drauf. Ich stecke mir das nun mal fest. Da muss ich das nicht die ganze Zeit festhalten. Und ich gehe auch gleichzeitig hier auf der Innenstoffseite in den Stoff so rein, ziehe den auseinander und lege auch hier die Naht mittig auf den Reißverschluss drauf. So, ziehe das dann alles schön auseinander, nicht, dass hier irgendwelche Falten geworfen werden. Stecke mir das nochmal fest. So. Moment.
und nähe jetzt mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter hier drüber. Also das ist der Außenstoff, der hier so auseinandergezogen ist und die Naht ist mittig auf dem Reißverschluss. Dann habe ich hier den Innenstoff, der auch so auseinandergezogen ist und auch die Naht ist mittig hier drauf. Und jetzt muss ich über alle Lagen komplett drüber nähen. Und natürlich muss ich auf der anderen Seite genau dasselbe machen. Die überstehenden Reißverschlussenden habe ich mir einfach mit einer Schere etwas gekürzt. Und als ich hier drüber genäht habe, über den Reißverschluss und wo auch noch das Gurtband ist, da habe ich wirklich ganz vorsichtig drüber genäht. Da habe ich sogar mein Handrad genommen, weil das wirklich unheimlich dick ist. Und die Nahtzugabe hier oben von dem Innenstoff habe ich mir auch noch mit der Zickzackschere etwas zurückgeschnitten. Und bevor jetzt gewendet werden kann, muss ich mir noch die Nadeln hier rausholen. Nicht, dass ich mich steche. Ja, und dann wenden. Jetzt noch die Wendeöffnung schließen und dazu den Stoff von der Wendeöffnung nach innen umklappen und dann am besten feststecken. Und dann entweder mit einem Matratzenstich mit der Hand die Wendeöffnung schließen oder aber mit der Nähmaschine knappkantig hier entlang nähen. Ich nehme mir jetzt das Gurtband F. Meins ist 1,50 Meter lang. Aber es kommt ja immer noch darauf an, wie groß ihr seid. Und auf der einen Seite ziehe ich jetzt einfach meinen Karabiner drüber und nähe jetzt hier einfach 2-3 Mal hin und her, dass der Karabiner hier auf der Seite befestigt ist. Und wie der Gurtbandschieber und der Karabiner auf der anderen Seite befestigt wird, dazu habe ich ja neulich erst ein Video rausgebracht, das verlinke ich euch hier oben bei dem i. Also das dann hier drüben anbringen und dann ist die Tasche schon fertig. Und fertig ist die große Sporttasche oder Weekender. Ihr könnt aber auch gerne noch mal hier in den Videos vorbeischauen. Vielleicht sind da ja noch ein paar andere Tascheninspirationen für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.